Könnte man nicht für sich selbst jeden Monat in Dienst gehen, ohne dass man es öffentlich macht? Da man es doch ohnehin nur für Gott Jehova tut, wäre das doch kein Problem, wenn es andere Zeugen Jehovas nicht wüssten. Gott sieht doch, was man für ihn tut. Und sicherlich würde er diese Entscheidung doch besonders segnen. Wahrheitsliebe Podcast. Hier bist du richtig. Klare Themen, biblisch fundiert, Schritt für Schritt erklärt. Fast alles bei den Zeugen Jehovas wird am Predigtdienst und an den damit verbundenen Stunden ausgerichtet. Umso mehr Stunden, desto besser für dich und deine Familie. Am besten wäre es, wenn du dauerhaft vermehrst in den Dienst gingest. Vielleicht als Hilfspionier oder gar als ein Pionier. Ein Hilfspionier unterscheidet sich vom normalen Verkündiger eigentlich nur darin, dass er statt seinem Mindestziel monatlich 50 Stunden im Predigtdienst steht, während ein Pionier sogar das Monatsziel von 70 Stunden erfüllen muss. Das Verrückte daran ist, dass sich jene Brüder und Schwestern zunächst freiwillig für diesen Dienst beim Dienstkomitee bewerben müssen, nur um dann ein festes monatliches Stundenziel von 70 Stunden zu erfüllen. Viele Pioniere, vor allem jene, die noch nie ein Jahr als Pionier angestrebt haben, verfügen über keinerlei Erfahrung, wie es ist, ein Pionier zu sein und welche Anstrengungen dafür nötig sind. Aber sie bewerben sich dennoch. Schließlich motiviert die Wachtumgesellschaft sie unentwegt dazu. Zahlreiche Pioniere schaffen ihr Ziel nicht oder nur mit Mühe und Not und sind das ganze Jahr über gehetzt und voller Sorge, dass sie ja das Jahresziel von 840 Stunden erreichen müssen. Auch hier sei wieder eine Frage erlaubt. Wenn man weiß, dass es sehr schwierig werden kann und wenn man auch weiß, dass es nicht alle schaffen, warum bewirbt man sich dann überhaupt als Pionier? Könnte man nicht für sich selbst jeden Monat 70 Stunden in den Dienst gehen, ohne dass man es öffentlich macht? Da man es doch ohnehin nur für Gott Jehova tut, wäre das doch kein Problem, wenn es andere Zeugen Jehovas nicht wüssten. Gott sieht doch, was man für ihn tut, und sicherlich würde er diese Entscheidung doch besonders segnen. In beiden Fällen ist es das gleiche Ziel, nur mit einem Unterschied. Das eine Ziel ist öffentlich und bringt einem zusätzlich soziale Anerkennung ein, während das andere Ziel nur in meinem Kopf und Herzen ist und ich Gott dadurch wirklich zeigen kann, warum ich es tue. Bitte bedenke in diesem Zusammenhang die Aussage von Jesus. Wenn du etwas geben möchtest, wenn du etwas spenden möchtest, dann lass es so geschehen, dass deine rechte Hand nicht weiß, was deine linke Hand tut. Wäre das nicht der bessere Rat, auch in Bezug auf die Pioniere? Wir wollten an dieser Stelle auch auf den enormen Stress der Hilfs- oder Pioniere aufzeigen, der jedoch erst durch die Wachtumgesellschaft erschaffen und permanent gefördert wird. Denn die Wachtumgesellschaft hat sowohl diese Bezeichnung als auch Stundenziele vorgegeben, während die Bibel eine ganz andere Sprache spricht. Sie sagt uns, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. Zudem haben wir damit zum Ausdruck gebracht, dass die Wachtumgesellschaft eindeutig Leistungsorientierung fördert und belohnt. Diese Leistungsorientierung, auch wenn viele aktive Zeugen Jehovas das nicht so sagen würden, ist die Wurzel vielen Übels, wie Überforderung, Raub der Freude, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, ein Gelübde gegenüber Gott nicht einhalten zu können, Angst, in der Versammlung in einem schlechten Licht zu stehen, weil man sich zu viel vorgenommen hat, es aber nicht erreicht hat, bis hin zu Depressionen. Leider mussten wir in den Jahren bei den Zeugen Jehovas immer wieder mit ansehen, dass die ausgebranntesten und emotional niedergeschlagensten oft die Pioniere waren. Nun aber wieder zu den normalen Verkündigern zurück. Jene sind ebenfalls dauerhaft im Stress, weil auch sie ihr Mindestziel erreichen sollten. Viele Zeugen Jehovas würden jetzt sicherlich aufschreien und sagen, »Ha, das stimmt nicht. Es gibt kein Mindestziel bei uns. Jeder macht das, was er kann.« Aber wir wollen einmal näher beleuchten, was wir damit meinen. Ja, es stimmt. Ein direktes Mindestziel scheint nirgendwo offiziell ausgegeben zu sein. Und dennoch existiert es und treibt alle Zeugen Jehovas weltweit an. Allein die Tatsache, dass jeder Zeuge Jehovas jeden Monat auch die Alten, Kranken und Betagten abliefern müssen, und wenn es auch nur eine halbe oder Viertelstunde ist, spricht Bände. Aber das meinen wir nicht mit Mindestziel. Das ist schon Druck genug, der erst endet, wenn man gestorben ist. Nochmals für alle zur Verdeutlichung: Um den Herrn zu preisen oder die Wahrheit aus der Bibel zu verkündigen, braucht es keine Stundenzählerei.
Das macht ein Mensch, der Gott und Jesus und die Wahrheit liebt, ohnehin aus inneren Motivationen heraus. Das muss ihm keiner sagen und in Form von Stunden jeden Monat abrechnen. Nein, dieses Aufschreiben von Stunden verfolgt nur ein Ziel: Kontrolle. Unter dem Mindestziel, welches von Versammlung zu Versammlung etwas variiert, versteht man den Versammlungsdurchschnitt. Der Durchschnitt einer Versammlung mit etwa 100 Verkündigern beträgt meist 8 bis 9 Stunden im Monat. Und da haben wir es. Denn wenn du ein gutes Ansehen in der Versammlung genießen möchtest oder wenn du als geistig starker Bruder gelten willst, dann solltest du schon dieses Ziel oder besser noch eins darüber erreichen. Bedenke, die Verkündiger wissen in etwa, wer viele oder wenige Stunden hat und wer gar nicht in den Dienst geht, weil sie sich untereinander austauschen. Außerdem wird auch hinter den Kulissen geredet, da man es mit verschiedenen Dienstpartnern zu tun hat. Und nicht zu vergessen, auch die Ältesten, die eigentlich mit vertraulichen Daten verschwiegen umgehen müssten, sind ja auch nur Menschen. Um es auf den Punkt zu bringen, man weiß, wer du bist und welchen Ruf du in der Versammlung hast. Aber es geht noch weiter. Stell dir vor, wenn du nach dem Amt eines Dieners strebst, als Dienstamtgehilfe oder als ein Ältester. Spätestens hier werden dir deine lieben Ältesten in einem 4-Augen-Gespräch deutlich erklären, dass du dich mehr anstrengen musst, um dauerhaft oberhalb dieses Mindestziels zu liegen. Sie haben diese Informationen, weil sie sich austauschen und deine Verkündigerkarte kennen, die deine Leistung widerspiegelt. Auch bei gesunden jungen Brüdern, die vielleicht sogar noch alleinstehend sind, wird es nicht gerne gesehen, wenn jene unterhalb dieses Mindestziels liegen. Natürlich werden dir nicht die Ohren abgeschnitten, aber von Zeit zu Zeit werden mit dir dann Gespräche geführt. Der normale Verkündiger wird erst dann von Ältesten mit diesem Thema behelligt, wenn er untätig war, sprich keine Stunden in einem Monat abgegeben hat. Das meinen wir mit Mindestziel. Auch diese Praxis ist ausschließlich leistungs- und tatenorientiert und trägt einem Bruder oder einer Schwester ein schlechtes Gewissen ein, wenn sie zu wenig Stunden auf dem Zettel hat. Manche können krankheits- oder persönlichkeitsbedingt nicht viele Stunden erreichen, nicht einmal das Mindestziel. Frag doch einmal jene, wie sich das Monat für Monat oder Jahr für Jahr anfühlt und wie es letztlich ihre Psyche auffrisst. Unabhängig von diesem Mindestziel musst du aber auch für jede weitere Person in deinem Haushalt einen Monatsberichtszettel abgeben. Wenn deine Kinder bereits getauft sind, dann musst du für jedes Kind dessen Stunden an die Gesellschaft weiterleiten. Damit wollen sie den Rahmen auf die ganze Familie erweitern. Hier ein Beispiel, das bestimmt einigen bekannt vorkommt. Wie jedes Jahr steht in Kürze der Jahresurlaub der ganzen Familie an. Am letzten Tag vor Urlaubsbeginn fährst du mit deiner Familie noch einmal in die Versammlung, obwohl zu Hause noch tausende Dinge erledigt werden müssen. Und wie es der Zufall will, hörst du heute von der Bühne, wie schon so oft, folgende Aussage: Liebe Brüder, nun startet bald die Urlaubssaison und wir möchten euch Brüder bitten, doch bitte in eurem Urlaub keinen Urlaub von Jehova zu machen. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, sei gesagt, dass damit gemeint ist, dass man auch im Urlaub mit allen theokratischen Dingen wie Versammlungsbesuch im Ausland, dem Predigtdienst und dem Wachturmstudium weitermachen sollte. Kurzum, es soll sich nichts ändern. Als du diese Worte hörst, empfindest du im Inneren deines Körpers ein gewisses Unbehagen. Auf der Heimfahrt fragst du deine Frau: Sag mal, ist dir auch diese Bemerkung von der Bühne aufgefallen? Mir ist sie sauer aufgestoßen, dass die sich immer in die privaten Angelegenheiten einmischen. Das nervt total. Klar, jetzt mache ich noch schnell eine Internetrecherche, wie es der Bruder vorgeschlagen hat, und finde heraus, wo in Ägypten die nächste Versammlung ist. Was hat das noch mit Urlaub zu tun? Gerade auch für die Kinder, die nach einem stressigen Schuljahr auch mal ausspannen wollen. Man beruhigt sich, packt die Koffer und fliegt am darauffolgenden Tag für 3 Wochen nach Ägypten. Da wolltest du schon immer einmal hin, die Pyramiden anschauen, im klaren Wasser schnorcheln und am Strand liegen. Als du in Ägypten ankommst, bemerkst du nicht nur die Hitze, sondern auch die Tatsache, dass du es hier mit einem stark muslimischen Staat zu tun hast. Und jetzt sieht die Sache mit dem Predigtdienst schon ein bisschen anders aus.
Außerdem sprichst du kein Wort Arabisch. Man hat schon Respekt, ob man in einem muslimischen Staat von Haus zu Haus predigen sollte, wo man doch weder die Mentalität der Leute kennt, noch die Sprache spricht und eigentlich nur Urlaub machen möchte. Spätestens jetzt denkst du dir und sprichst innerlich: Was für ein Quatsch dieser Bruder von der Bühne erzählt. Es ist einfach nicht umsetzbar. Den will ich hier mal sehen, wie der hier predigt, und das mit 3 Kindern. Aber macht nur keinen Urlaub von Jehova, genau. Selbst wenn ich hier eine Versammlung finden würde, käme ich doch nie auf die Idee, dass meine Kinder mit irgendeiner Schwester oder einem Bruder hier im Straßendienst rumlaufen. Unsere Mädels müssten zudem noch Kopftuch tragen. Ich denke mir, so ein Quatsch. Wir entschließen uns daher kurzerhand genau das zu machen, warum wir eigentlich hierher gekommen sind. Urlaub. Die nächsten 2 Wochen verbringen wir am Strand und genießen unseren Urlaub. Aber die Zeit verfliegt wie im Flug. Weil mich dann doch noch in der letzten Woche das schlechte Gewissen plagt und wir bislang noch nicht so viel gemacht haben, nicht einmal den Wachturm studiert, frage ich meine Frau, ob wir nicht wenigstens den Wachturm studieren sollten. Wir studieren also unseren Wachturm am Strand, über unsere iPads und fühlen uns gleich etwas besser. Natürlich haben wir nur eine Woche geschafft. Da der Wachturm wöchentlich studiert wird, aber wir die ersten 2 Wochen Urlaub gemacht haben, können wir nur auf einen studierten Wachturmartikel zurückblicken. Während der ganzen Zeit hatten wir immer wieder mal ein schlechtes Gewissen, weil wir noch nicht einmal an einer Versammlung teilgenommen hatten. Allerdings, sagen wir uns auch, wäre es schon schön gewesen, mal eine andere Kultur kennenzulernen, aber wir hätten ohnehin nichts verstanden. Am Ende der 3 Wochen geht es braun gebrannt zurück. Zu Hause angekommen, holt einen der Alltag schnell wieder ein. Und während ich die Koffer mit meiner Frau auspacke, steigt ein unangenehmer Gedanke in mir auf. Und ich sage zu meiner Frau: Mist, jetzt haben wir tatsächlich Urlaub von Jehova gemacht. Versteht ihr jetzt ein wenig, wie das psychische Kontrollsystem der Wachturmgesellschaft in den verschiedensten Lebensbereichen funktioniert? Die ganze Zeit über hatte diese Familie Kopfkino und Angst, ihre Beziehung zu Jehova aufs Spiel zu setzen. Und hier ging es nur um Urlaub. Leider ist das kein Witz und auch keine ausgedachte Story. So oder so ähnlich läuft es tausendfach weltweit ab. Hier wieder eine Frage zum Nachdenken. Was hat das mit der Wahrheit zu tun? Nur weil ich in den Urlaub fahre, schwöre ich doch nicht meinem Glauben an Gott oder Jesus ab. Wovor hat die Wachturmgesellschaft dann Angst, wenn sie sich so tief in die persönlichen Dinge des Einzelnen einmischt und mit einem schlechten Gewissen arbeitet? Natürlich gibt es auch hier Hardliner, die alles schaffen und voll auf der Linie der Wachturmgesellschaft ihr Leben managen. Es gibt aber auch Hardliner, die den anderen Schafen verkaufen, was Jehova von ihnen erwartet, aber selber, wenn keiner hinschaut, nichts von all dem umsetzen. Auch das gibt es. Dann gibt es noch jene, denen alles egal ist, sich nicht darum scheren, was von der Bühne gesagt wird, und einfach ihr Ding durchziehen. Und jene, wie diese beschriebene Familie, die versucht, alles richtig zu machen, aber dabei feststellt, dass es einfach nicht geht. Die letzte Gruppe ist jene Gruppe, die psychisch am ehesten verlieren wird. Es ist eben nicht jeder gleich. Nachdem wir dich auf die Reise von Schuldgefühlen und Funktionieren mitgenommen haben, hört es leider noch nicht auf. Jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Denn nach den 3 Wochen Urlaub steht leider nichts auf deinem Predigtdienstzettel. Jetzt bleibt einem nur noch eine knappe Woche, um irgendetwas auf den Stundenzettel zu bringen. Denn Lügen gibt es bei den Zeugen nicht. Leider stimmt auch das nicht. Es gibt alles bei den Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas selbst wollen das bloß nicht wahrhaben. Sie loben sich selbst, dass sie so integer und ehrlich sind. Für viele wird das zutreffen, aber eben nicht für alle. Ich bin zu Beginn meiner Karriere als ein Zeuge Jehovas um 25.000 € von den Brüdern, mit denen ich studiert hatte und die mich zu den Zeugen Jehovas gebracht hatten, erleichtert worden. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist jetzt genau das Problem? Nach 3 Wochen Urlaub fängst du in der Regel sofort mit deinem Job an. Also kannst du nur nach der Arbeit an den Abenden in den Dienst gehen.
oder am letzten Wochenende, damit du diesen Monat überhaupt noch irgendwelche Stunden erreichst. Um das jedoch zu erreichen, musst du dich mit einem anderen Zeugen Jehovas verabreden. Und jener muss dann exakt die Zeit für den Predigtdienst haben wie du. Das wird nicht leicht. Oder wenn jetzt noch die ganze Woche sehr schlechtes Wetter ist, dann sagen schon mal der ein oder andere Bruder ab. Auch in dieser Woche stehst du wieder unter Stress, machst dir Gedanken, fühlst dich mies und hast ein schlechtes Gewissen. Die innere Anspannung und der innere Druck, noch irgendetwas zu schaffen, ist enorm. Was wird mein Gruppenaufseher oder andere Älteste sagen? Erschwerend kommt in dieser Situation noch hinzu, dass deine ganze Familie wenig Stunden hat, weil ja alle im Urlaub waren. Da du das Haupt der Familie bist, lastet auch auf dir die ganze Verantwortung, denn du willst ja im Glauben als stark und als Vorbild gelten. Dieses Kontrollprogramm der Wachtumgesellschaft durch Predigtdienstzettel zieht sich von den Hilfspionieren und Pionieren über Alleinerziehende bis tief in die Familien hinein und macht auch keinen Halt vor dauerhaft Kranken oder den Betagten. In seiner Wirkung erzeugt es bei vielen Brüdern Druck, Angst und ein schlechtes Gewissen, aber nicht nur für 3 Wochen, sondern über Jahre oder Jahrzehnte. Unsere Kernaussage lautet: Der Stundenzettel ist unbiblisch. Man braucht kein Kontrollmittel, um über Jesus Christus freimütig zu sprechen. Er raubt den Menschen vielmehr die Freude und verursacht ein schlechtes Gewissen. Auf Dauer macht dieses Kontrollsystem der Wachtumgesellschaft krank. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr davon hören möchtest, abonniere einfach den Wahrheitsliebe-Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst.